In Frankfurt steht mit 1300 Betten das größte Krankenhaus Hessens. Ins Universitätsklinikum kommen jährlich 500.000 PatientInnen. Manche bringen ihre Unterlagen mit, wie Sonja Pitz, die heute einen Termin zur Magenspiegelung hat. Stationsarzt Dr. Denk empfängt sie, um ein Aufnahmegespräch mit ihr zu führen. So, wunderbar, Frau Pitz. Sie haben einen Medikationsplan mitgebracht. Genau, der ist von uns vom letzten Mal, oder? Genau, hat sich da irgendwas verändert? Das wird schon sehr oft geändert. Seit sie 16 Jahre alt ist, muss Sonja Pitz Tabletten nehmen. Die Liste der Medikamente überträgt der Arzt in den Computer zum sogenannten Interaktionscheck. Das heißt, ihm werden auch mögliche Wechselwirkungen und Warnhinweise angezeigt. Denn mit jeder Tablette mehr wird es immer komplexer. Warten Sie mal, ich zähle nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Zum Beispiel nehme ich Pantoprazol für den Magen, damit ich da keine Probleme habe. Und das Cortison halt für die Grunderkrankung. Und ja, das weiß man schon. Oder sollte man wissen. Genau darum geht es bei der sicheren Medikation. Durch den Medikationsplan wissen sowohl Patientin als auch Arzt, welche Arzneimittel eingenommen werden. Also Frau Pitz ist aufgeklärt, auf jeden Fall. Sie wusste jetzt nicht, wie viele Medikamente in der Anzahl sie einnimmt. Aber das ist völlig verständlich und völlig normal, weil, wie gesagt, die Patienten haben ein Bild davon, wie die Tablettenblocks aussieht, dass in Slot Nummer 1 3 Tabletten sind, Slot Nummer 2 2 Tabletten. Und wenn das in sich stimmig ist, funktioniert es auch im häuslichen Umfeld sehr gut. Und das ist auch überhaupt nicht bedenklich. Man muss aber nur aufpassen, dass eben im Krankenhausumfeld es anders sein kann, weil manche Präparate, die wir haben, da haben wir keine speziellen Kombipräparate, wir teilen die Medikamente auf, da kann die Anzahl der Medikamente sich verändern. Mit den Informationen aus dem Computer werden die PatientInnen von den Pflegekräften mit den Medikamenten versorgt. Am Anfang hatten wir Pflegekräfte ein bisschen Angst, dass wir dadurch mehr Arbeit haben. Es hat sich aber gezeigt, dass es das überhaupt nicht ist. Im Gegenteil, es ist auch für uns praktisch. Nicht nur die Tabletten für Sonja Pitz müssen gerichtet werden. Die Medikamentenversorgung nimmt einen Großteil der Arbeit ein. Und natürlich passieren da manchmal auch Fehler. Auch da gibt es verschiedene Fehlerquellen. Es könnte sein, dass der Patient den Arzt eine falsche Information gegeben hat, dass er eigentlich ganz andere Medikamente nimmt. Und erst in dem Augenblick, in dem er das Papier vor sich sieht, fällt es ihm ein, dass da noch was fehlt oder was ganz anders ist. Das kommt schon häufig vor. Deshalb bringt die Pflegekraft den Plan neu ausgedruckt zu Sonja Pitz, die nun nach der Untersuchung ihre Medikamente bekommt. Sie schauen gemeinsam, ob alles stimmt. Wir Pflegekräfte möchten ausdrücklich darauf hingewiesen werden, wenn etwas nicht korrekt ist an der Medikation. Eine Tablette muss sie jetzt gleich nehmen. Unübersichtlicher wird es bei PatientInnen, die bis zu 20 Tabletten am Tag bekommen oder die sie nicht mehr selbst einnehmen können. Ein Medikationsplan soll die PatientInnen absichern. Auf ihm ist vermerkt, um welchen Wirkstoff es sich handelt und was eventuell zu beachten ist, wann das Medikament eingenommen werden muss und in welcher Dosierung. Zur Entlassung aus der Klinik übergibt der Arzt nochmals eine letzte Fassung. Bei Frau Pitz kommt die dann neben den Plan ihres Mannes zu Hause an den Kühlschrank. Will ich Ihnen alles Gute wünschen. Ja, alles klar. Man selber weiß, was man für Tabletten nehmen muss. Aber wenn man dann auch für jemanden anderen machen muss, dann wird es halt schwierig. Oder wenn auch irgendein Unfall ist oder so, dann muss den Ärzten dann sagen, das und das nimmt er immer. Das weiß man für sich, aber das weiß man nicht für andere. Und der Plan muss jetzt nicht so ausgedruckt sein, das ist natürlich toll. Aber selbst ein Foto reicht von den Medikamenten. Das ist dann auch schon eine Art eines Medikationsplans. Wer sich einen solchen Plan erstellen lassen möchte, bekommt diesen zum Beispiel auch beim Hausarzt. So läuft es in der Uniklinik. Schönen guten Abend, Professor Gernot Rode, Leiter der Pneumologie und Allergologie an der Uniklinik Frankfurt. Herzlich willkommen. Guten Abend. Also wir haben das ja gerade gesehen. Sie binden an der Uniklinik die Patienten sehr stark ein in das Thema Arzneimittelsicherheit, also auch in ihre eigene Sicherheit natürlich. Warum machen Sie das? Ja, wir haben gesehen, dass das wirklich die Sicherheit der Patienten erhöht. Die Patienten wissen ja in der Regel nicht jedes Medikament, was sie zu Hause nehmen. Das haben wir gerade schon gesehen. Aber dadurch, dass wir es auf
der Liste haben, werden sie damit konfrontiert und können das nochmal zusammen mit dem Pflegepersonal und auch dem Arzt durchgehen. Und diese Liste liegt dann eben auf dem Nachttisch des Patienten und ich merke das bei den Visiten, da kommt wirklich immer wieder das Gespräch auf, es sind Fragen, hier ist auf einmal ein neues Medikament oder da sind doch 7, es sind nur 6 in der Schachtel und also das erhöht wirklich die Patientensicherheit enorm. Also dieser Plan, diese Liste ist sozusagen das Herzstück von Ihrem Konzept, das kann man so sagen. Das klingt jetzt ein bisschen so, weil Sie ja ausdrücklich auch sagen, die Patienten sollen gucken, ist das Richtige, als würden Sie da so ein bisschen Verantwortung abgeben. Ist das so? Nein, das tun wir natürlich nicht. Die Verantwortung liegt natürlich bei den Ärzten, die das Ganze verordnen und auch dem Pflegepersonal das richtige Medikament auszuhändigen. Aber wir binden den Patienten mehr mit ein. Er ist aktiver in seiner Rolle und hat auch die Möglichkeit, wirklich aktiv nachzuvollziehen, was mit ihm geschieht. Letztendlich nimmt er ja die Medikamente ein und die wirken auf seinen Körper ein. Und insofern halten wir das für sehr wichtig. Ja. Und diese Eigenverantwortung ist ja auch nicht Ihre einzige Idee zum Thema Medikamentensicherheit. Was kommt in Ihrem Konzept noch vor? Ja, also ganz wichtig ist, dass wir auch die elektronische Patientenakte hier weiterentwickelt haben. Früher war das so, dass die Ärzte die Anordnung ja schriftlich gemacht haben. Das läuft inzwischen alles. Die haben ja immer so eine schlechte Handschrift, oder? Ja, das kann durchaus vorkommen und teilweise unleserlich. Und jetzt haben wir diesen Faktor, der wurde natürlich verbessert durch die Einführung der Computer und dass es letztendlich getippt wird. Aber wenn man einen Freitext tippt, können auch noch Buchstabendreher und so weiter erfolgen. Und dann kann es auch wieder zu Fehlmedikationen kommen. Wir haben jetzt eine Liste hinterlegt mit den Medikamenten, die vorhanden sind, die angeklickt wird, sodass immer direkt der richtige Name und auch die Dosierung exakt eingegeben wird und noch viele andere Hinweise. Das haben wir ja schon gesehen. Und diese Eingabe aus dieser Eingabe wird dann diese Liste eben erzeugt. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass wir einen sogenannten Interaktionscheck haben. Wir haben es ja gehört, viele Menschen nehmen ja mehr als eine Tablette. Das können 5, 10, 20 oder noch mehr sein. Und diese Medikamente können sich gegenseitig in ihrer Wirkung beeinträchtigen. Und da kriegt der Arzt einen entsprechenden Hinweis dann und muss dann entscheiden. Vom Programm, das zeigt das an. Und dann muss er entscheiden, ist das etwas, was wir hinnehmen müssen? Manchmal muss man das auch akzeptieren. Oder könnte hier wirklich eine Gefährdung vorliegen und muss man andere Präparate wählen? Also Sie haben tatsächlich ja auch an die Zeit nach der Klinik gedacht. Also wenn der Patient dann wieder zurück in die Hausarztpraxis zum Beispiel überwiesen wird, dass das auch gut wuppt, der Übergang? Absolut, das ist ganz, ganz entscheidend. Ja. Und hier sind wir ja auf dem Weg zum elektronischen Arztbrief. Das heißt also, die Medikamenten werden natürlich am Ende des Krankenhausaufenthaltes nochmal alle überprüft. Es gibt Medikamente, die nur während des Aufenthalts gegeben werden. Die werden dann entsprechend aus der Liste auch wieder genommen, sodass wirklich die Medikation dann nochmal dargestellt wird im Arztbrief, die dann auch weiter eingenommen werden muss. Teilweise auch mit Empfehlung, noch für 3 Tage das Antibiotikum weiterzunehmen, das dann aber auch abzusetzen. Und das steht sowieso im Arztbrief mit, den jeder Patient bei Entlassung bekommt. Mit dem soll er dann natürlich zum Hausarzt gehen. Aber der nächste Schritt ist eben der elektronische Arztbrief, der letztendlich sobald er vidiert wird im Krankenhaus, also sobald der Patient entlassen wird, schon im System des Hausarztes elektronisch übermittelt ist, sodass der Arzt weiß, oh, der Patient ist entlassen, der sollte sich demnächst mal hier zeigen und dann auch direkt sieht, okay, sind andere Medikamente. Und so können wir auch die Sicherheit noch erhöhen, sodass die Information direkt zum weiter behandelnden Kollegen gelangt. Jetzt machen wir als Patienten natürlich auch Fehler. Was würden Sie so sagen, was sind die größten Fallstricke oder worauf sollte man achten als Patient? Ja, natürlich sollte man seine Medikamente möglichst kennen und sich damit beschäftigen. Ja, wir sehen immer, viele Menschen beschäftigen sich mit Rezepten, kennen da die Milligrammzahl ganz genau. Wir haben es gerade in dem Kuchenrezept gesehen, ja, aber man sollte natürlich auch wissen, was nehme ich denn ein, wie viel Milligramm nehme ich ein und eine entsprechende Liste führen, diese Liste möglichst bei sich führen, als vielleicht das kleine Liste im Portemonnaie, das haben viele Patienten. Oder wie der Kollege sagte, einfach mit dem Handy ein Foto machen, sodass man das im Notfall mal zeigen kann. Weil es kann immer passieren, dass man einen Unfall hat oder ein akutes Ereignis und dann auch nicht mehr in der Lage ist, verbal sich zu äußern. Und wenn das dann der Notarzt findet oder der Rettungsdienst, kann er natürlich entsprechend da gleich die richtige Medikation dann auch weiter an die behandelnden Kollegen im Krankenhaus weitergeben. Das machen wir. Alle ins Portemonnaie stecken. Vielen Dank, Herr Professor Rode. Dankeschön. Also, 4 Augen sehen bekanntlich mehr als 2. Deshalb gucken Sie ruhig im Krankenhaus kritisch auf Ihre Medikamente. Es nimmt Ihnen keiner übel. Die wollen das sogar. Und stecken Sie sich bei Gelegenheit einen Medikamentenplan ins Portemonnaie. Sicher ist sicher.